Nein, warte kurz. Das stimmt einfach nicht, was die Leute glauben. Lena, wir haben noch gar nicht richtig angefangen. Ich weiß, aber es lässt mir keine Ruhe. Fast alle denken das Gleiche. Und es stimmt nicht. Okay, und was denken alle? Sie denken, ich kann nicht sprechen, weil ich zu wenige Wörter kenne, zu wenig Grammatik, zu wenig alles. Und das ist nicht der Grund. Nein, überhaupt nicht. Dein Kopf kann oft schon viel mehr Deutsch, als du denkst. Das Problem sitzt woanders. Es sitzt hier im Mund. Im Mund. Krass. Also gut, dann fangen wir wohl genau so an. Hallo, schön, dass du wieder da bist. Ich bin Jonas. Und ich bin Lena. Und heute reden wir über das Reden selbst. Klingt komisch, ist aber der Schlüssel. Es geht darum, warum der Mund manchmal einfach nicht mitmacht, obwohl du die Wörter kennst. Genau. Und wenn dir das gefällt, dann abonniere uns. Dann verpasst du keine Folge. Und ein kleiner Tipp noch. Mach unten die Untertitel an. Das kleine CC bei YouTube. Ja, mach das. Dann hörst und liest du gleichzeitig. Das hilft beim Lernen richtig gut. So, jetzt zurück zu deiner großen Aussage, Lena. Der Mund. Okay. Stell dir vor, du stehst beim Bäcker. Du willst nur ein Brötchen. Das kann doch jeder. Kann jeder, ja. Im Kopf. Du weißt, ich möchte ein Brötchen bitte. Ganz einfacher Satz. Aber dann öffnest du den Mund und nichts. Oder es kommt nur ein leiser Ton raus. Ach so, das kenne ich von anderen, ja? Von anderen. Klar, Jonas. Nur von anderen. Na gut, auch von mir früher. Zufrieden? Sehr, weißt du, das ist der Punkt. Der Satz war fertig. Im Kopf. Aber der Mund war nicht bereit. Und warum? Was passiert da genau? Dein Mund ist ein Muskel. Also viele kleine Muskeln. Zunge, Lippen, alles. Ein Muskel. Okay, das ist eigentlich logisch. Und diese Muskeln kennen deine erste Sprache. Sehr gut sogar. Seit du ein Kind bist. Aber Deutsch? Deutsch ist neu für sie. Die Muskeln müssen neue Bewegungen lernen. Wie beim Sport. Du kannst nicht einfach laufen, wenn du nie trainiert hast. Genau so. Du liest ein Buch über Laufen. Du weißt alles über Laufen. Und dann? Und dann läufst du trotzdem langsam. Ganz langsam, weil dein Körper es nie gemacht hat. Beim Sprechen ist es genau gleich. Das erklärt so viel. Die Leute lesen, hören, machen Übungen im Heft. Und sprechen nie laut. Kein einziges Mal am Tag. Und dann wundern sie sich. Moment, ist Hören denn nicht auch Üben? Hören ist wichtig. Wirklich. Aber Hören trainiert vor allem die Ohren. Der Mund übt dabei fast nicht. Stimmt, zwei verschiedene Dinge. Du kannst 1000 Stunden Deutsch hören. Dein Mund bleibt trotzdem untrainiert. Das ist hart, aber wahr. Okay, das tut fast ein bisschen weh. Aber es macht Sinn. Und jetzt kommt das Schöne. Weißt du, was das Beste daran ist? Sorge. Muskeln kann man trainieren. In fast jedem Alter.
Dein Mund lernt schneller, als du glaubst. Wie schnell denn? Ich merke das bei mir und bei vielen anderen. Wenn man wirklich jeden Tag ein bisschen übt, fühlt es sich mit der Zeit anders an, leichter. Ein bisschen jeden Tag, nicht 3 Stunden am Sonntag. Bloß nicht alles auf einmal am Sonntag. Lieber kurz, aber jeden Tag. Regelmäßig ist der Trick. Lena, ich habe eine kleine Geschichte dazu. Darf ich? Immer erzähl. Ein Freund von mir, nennen wir ihn Amir. Der konnte Deutsch. Wirklich gut. Im Kopf. Er hat viele Bücher gelesen. Er kannte schwere Wörter. Aber sprechen? Panik. Jedes Mal. Oh, das kenne ich. Und was hat er gemacht? Er hat angefangen, laut mit sich selbst zu reden. Zu Hause. Ganz allein in der Küche. Allein? Echt jetzt? Ja. Er hat einfach erzählt, was er gerade macht. Ich koche jetzt. Ich schneide die Zwiebel. Warte, das ist ja genau die Muskelsache. Er hat den Mund bewegt. Genau. Niemand hört zu, niemand lacht. Kein Stress. Nur der Mund und die Wörter. Und? Hat es geholfen? Nach ein paar Wochen ging er zum Bäcker. Und der Satz kam einfach raus. Ohne Angst. Krass. Einfach so. Nicht ganz einfach so. Er hatte ja jeden Tag geübt. Der Mund war bereit. Das ist so ein schönes Beispiel. Weil viele denken, ich brauche einen Partner zum Üben. Ein Partner ist toll. Aber du brauchst ihn nicht am Anfang. Nein. Am Anfang brauchst du nur dich, deinen Mund und ein bisschen Mut. Mehr nicht. Und niemand schaut zu. Genau. Weißt du, was viele Menschen blockiert? Es ist nicht die Grammatik, es ist die Angst. Die Angst, Fehler zu machen. Ja, die Angst, dass jemand lacht, dass man dumm klingt. Und diese Angst macht den Mund ganz eng. Das merkt man sogar körperlich, oder? Der Hals wird eng. Total. Und deshalb ist Üben allein so gut. Keine Angst, keine fremden Augen, nur du. Und die Muskeln lernen in Ruhe. In Ruhe, ganz ohne Druck. Und irgendwann kommt der Satz von allein, wie bei Amir. Ich glaube, wir sollten gleich mal zeigen, wie so ein Training aussieht. Ganz konkret. Ja, unbedingt. Und weißt du, wo ganz viele stolpern? Bei einem einzigen Laut. Lass mich raten, das Ü. Das O, wie in über, für, Tür. Oh, dieser Laut, der ist für viele der schwerste. Weil es diesen Laut in vielen Sprachen gar nicht gibt. Genau. Der Mund kennt diese Bewegung einfach nicht. Die Lippen müssen ganz rund werden. Und dann kommt statt über oft Uber, ohne die Rundung. Ja, und das ist okay. Wirklich. Niemand macht das Ü perfekt am ersten Tag. Aber der Mund lernt es. Mit jedem Mal ein bisschen besser. Genau darum geht es heute. Nicht perfekt, sondern trainiert, Schritt für Schritt. Ich finde diesen Gedanken so schön. Man muss nicht warten, bis man bereit ist. Nein, man wird durchs Sprechen bereit, nicht davor. Das ist der ganze Trick. Sprechen, um sprechen zu lernen, klingt fast zu einfach. Ist es aber. Die meisten machen es nur nicht, weil sie sich komisch fühlen dabei.
Allein reden fühlt sich am Anfang wirklich seltsam an. Das gebe ich zu. Total seltsam. Die ersten Male denkst du, was mache ich hier? Bin ich verrückt? Und dann? Und dann gewöhnst du dich dran. Nach ein paar Tagen ist es normal und dein Mund arbeitet. Okay. Ich glaube, jetzt sind alle neugierig. Wie fängt man wirklich an? Gute Frage. Und da haben wir ein paar ganz einfache Sachen. Sachen, die jeder heute machen kann. Ohne App, ohne Kurs, ohne Geld. Ohne alles. Nur mit deinem Mund. Aber warte, eins müssen wir vorher noch klären, Jonas. Was denn? Warum es so wichtig ist, laut zu üben. Nicht leise im Kopf, sondern richtig laut, mit Stimme. Weil der Kopf sonst wieder alles alleine macht und der Mund faul bleibt. Genau das. Im Kopf ist alles leicht. Da machst du nie einen Fehler. Aber da wächst auch nichts. Da wächst nichts. Genau. Und weißt du, was mich früher am meisten geärgert hat? Ich konnte alles lesen. Zeitung, Briefe, alles verstanden. Aber wenn jemand mich was gefragt hat, war mein Mund wie zugeklebt. Also, ich brachte kein Wort raus. Wie zugeklebt. Ja, das kennen so viele. Und dann dachte ich bin dumm. Wirklich. Ich habe das ernsthaft gedacht. Aber du warst nicht dumm. Nein, mein Mund hatte einfach nie geübt. Das ist ein Unterschied. Ein riesiger. Und genau da kommt jetzt mein Trick. Der hilft wirklich. Soll ich ihn dir verraten? Immer. Du sprichst nach. Laut. Du hörst einen Satz. Im Radio, im Video, egal. Und du sagst ihn sofort nach. Wie ein Echo. Wie ein Papagei. Ja, genau wie ein Papagei. Lach ruhig. Aber der Papagei spricht am Ende besser als du. Autsch. Okay, das war's. Aber es stimmt doch. Der Papagei hat keine Angst. Er denkt nicht nach. Er macht einfach. Und wir denken zu viel. Wir denken viel zu viel. Wir wollen es perfekt. Und dann sagen wir gar nichts. Das ist so wahr. Ich hatte mal eine Nachbarin, eine ältere Frau aus Polen. Sie war schon viele, viele Jahre hier. So viele Jahre. Und ihr Deutsch war, naja, Nach so vielen Jahren? nach all den Jahren, weil sie zu Hause nur Polnisch geredet hat. Und draußen fast nie. Sie hatte einfach nie geübt mit dem Mund. Sieh mal, Zeit allein macht gar nichts. Zeit macht wenig, Üben macht viel. Und dann kam ihr Enkel. Oh, jetzt wird es spannend. Der Enkel war vielleicht 6, klein. Und der hat sie jeden Tag korrigiert. Ganz frech. Oma, das sagt man so, nicht so. Ein kleiner Lehrer. Der beste Lehrer. Und weißt du was? Nach ziemlich kurzer Zeit hat sie viel freier gesprochen als in all den Jahren davor. Echt jetzt? So schnell? So ungefähr ja. Weil sie plötzlich jeden Tag geredet hat. Laut. Mit dem Kind. Ohne Angst. Weil das Kind ja auch Fehler machte. Das ist so ein gutes Beispiel. Weil ein Kind lacht dich nicht aus. Nie. Ein Kind redet einfach. Falsch. Richtig.
Egal. Und deshalb lernt es so schnell. Und wir Erwachsenen schämen uns. Das ist unser größtes Problem, oder? Die Scham. Ja, die Scham ist der Feind, nicht die Grammatik. Oh, das ist gut. Die Scham ist der Feind, nicht die Grammatik. Genau so ist es. Denn Grammatik kannst du lernen. Aber wenn du dich schämst, sagst du nie ein Wort. Und dann hilft die beste Grammatik nichts. Und wie kommt man da raus? Aus dieser Scham? Allein. Zuerst ganz allein. Genau da fängst du an. Allein? Wie meinst du das? Du redest mit dir selbst. Zu Hause. Wenn keiner da ist. Also, ich stehe in der Küche und rede mit dem Kühlschrank? Genau. Lach nicht. Ich mache das heute noch. Wirklich? Du redest mit deinem Kühlschrank? Nicht mit dem Kühlschrank. Aber mit mir. Ich koche und sage laut, was ich mache. Ich nehme jetzt die Zwiebel. Ich schneide die Zwiebel. Warte, das ist ja eigentlich clever. Du übst und keiner hört zu. Keiner hört zu. Keine Scham. Und der Mund arbeitet trotzdem. Jeden Tag ein bisschen. Und die Wörter, die du beim Kochen brauchst, die brauchst du ja auch im Leben. Genau die. Zwiebel, schneiden, kochen, heiß, fertig, Alltag. Das sind die wichtigen Wörter, nicht die aus dem Buch. Das gefällt mir. Aber Jonas, ich will noch was dazu sagen, weil viele denken jetzt, allein reden, das ist doch verrückt. Ist es auch. Ein bisschen. Aber es wirkt. Es wirkt trotzdem, denn dein Mund übt genauso, ob du mit dem Kühlschrank redest oder mit einem Menschen. Die Bewegung ist die gleiche. Der Mund ist ein Muskel. Und ein Muskel fragt nicht, warum er arbeitet. Er wird einfach stärker. Ein Muskel fragt nicht, ich liebe das, also müssen wir ihn nur bewegen. Nur bewegen. Jeden Tag. Ein paar Minuten reichen am Anfang. Wirklich, nur ganz kurz. 5 Minuten, das kann jeder. Da gibt es keine Ausrede mehr. Keine Ausrede. Beim Zähneputzen. Auf dem Weg zur Bushaltestelle. Leise, wenn Leute da sind, aber der Mund bewegt sich. Moment, mir fällt was ein. Ich hatte eine Freundin, die hat im Auto geübt. Im Auto. Im Auto, jeden Morgen eine halbe Stunde Stau. Und statt sich zu ärgern, hat sie laut Deutsch geredet. Ganz allein im Auto. Das ist genial. Da hört dich wirklich keiner. Keiner. Und sie hat einfach erzählt, was sie am Wochenende macht, was sie gegessen hat, alles laut, alles auf Deutsch. Und hat es geholfen? Nach ein paar Monaten hat ihr Chef gefragt, ob sie einen Kurs gemacht hat. So viel freier klang sie plötzlich. Im Stau. Ohne Kurs. Nur im Stau. Nur im Stau. Und das Beste? Sie hat sich nicht mehr über den Stau geärgert. Der Stau war jetzt ihre Deutschstunde. Das ist so schön. Aus etwas Nervigem etwas Gutes machen. Genau. Und jetzt frage ich dich, Jonas, was ist der nächste Schritt? Nach dem Alleinreden? Der schwere Schritt, der Schritt raus. Zu echten Menschen. Der macht Angst. Der macht riesige Angst. Aber ich sag dir was, fang klein an. Ganz klein. Wie klein? Ein Wort.
Beim Bäcker. Danke. Nur danke, aber laut und deutlich. Das ist schon ein Sieg. Ein Wort ist ein Sieg, ja. Und dann 2 Wörter. Dann einen kleinen Satz. Einen schönen Tag noch. Und plötzlich merkst du, die Leute beißen nicht. Die Leute beißen nicht. Das sollten wir auf ein T-Shirt drucken. Wirklich, das ist die größte Lüge in unserem Kopf, dass alle uns auslachen. Aber die meisten Menschen sind nett. Die meisten schon. Und die lachen, die kennst du morgen nicht mehr. Genau. Was interessiert dich der Mann an der Kasse in einem Jahr? Nichts. Also, Angst umsonst. Aber Jonas, jetzt ehrlich. Es gibt doch mal so einen Moment, der richtig wehtut. Hattest du sowas? Oh ja, einen, den vergesse ich nie. Erzähl. Beim Arzt. Ich war neu hier, mein Deutsch, ganz am Anfang. Und ich wollte sagen, dass mein Bauch wehtut. Okay. Aber ich kannte das Wort Bauch nicht. Und ich habe auf meinen Kopf gezeigt und Bauch gemeint. Alles durcheinander. Nein, und der Arzt? Der Arzt hat mich angeschaut, ganz ernst, und wollte meinen Kopf untersuchen. Nein, das ist ja furchtbar. Und lustig, beides. Beides! In dem Moment wollte ich im Boden verschwinden. Ich war so rot. Und dann? Dann habe ich einfach auf meinen Bauch gehauen. Peng! Und Aua gesagt. Ganz laut. Aua! Aua. Und der Arzt hat gelacht und gesagt, ach, der Bauch. Und da hatte ich mein neues Wort. Bauch. Das vergesse ich nie mehr. Und genau das ist der Punkt, oder? Dieses eine peinliche Wort sitzt jetzt für immer. Für immer. Fest wie Beton. Viele Wörter aus dem Buch habe ich vergessen. Aber Bauch nie. Weil da ein Gefühl dran war. Scham, Lachen, alles zusammen. Genau. Ein Wort mit Gefühl bleibt. Ein Wort aus einer Liste fliegt weg. Das ist eigentlich eine wichtige Sache. Deshalb funktionieren diese langen Vokabellisten oft so schlecht. So schlecht. Lange Vokabellisten auswendig lernen. Und am nächsten Tag ist fast alles wieder weg. Weil kein Gefühl dran ist. Kein Bauch, kein Aua, keine Geschichte. Nichts, nur Papier. Und der Mund hat auch nicht geübt. Du hast nur mit den Augen gelernt. Mit den Augen lernen, mit dem Mund sprechen. Das sind 2 ganz verschiedene Dinge. 2 Welten. Und die meisten üben nur die eine und wundern sich, warum die andere nicht klappt. Okay, warte. Ich mach das für dich jetzt ganz einfach. Wir haben schon so viel gesagt. Ja, mach. Also, Schritt 1. Laut reden, allein, mit dem Kühlschrank, im Auto, egal. Ein paar Minuten am Tag. Ein paar Minuten. Die hat wirklich jeder. Schritt 2. Nachsprechen. Wie ein Papagei. Ein Satz aus dem Video, sofort laut nach. Der Papagei, ja, der hat keine Angst. Und Schritt 3. Ein Wort raus in die Welt. Beim Bäcker, in der Bahn. Danke, ein einziges Wort. Und das ist schon ein Sieg. Vergiss das nicht. Ein Wort ist ein Sieg. Aber weißt du, was mir bei all dem am meisten hilft? Etwas ganz Kleines.
Was denn? Ich rede langsam. Ganz bewusst langsam. Die meisten wollen schnell reden, weil schnell gut klingt. Ah, das ist ein guter Punkt. Aber schnell reden heißt nur schnell Fehler machen. Und der Mund kommt nicht mit. Er stolpert. Er stolpert, ja. Und dann bleibst du stecken. Genau. Langsam reden ist kein Zeichen von schlechtem Deutsch. Langsam reden ist klug. Sehr klug sogar. Die Leute verstehen dich besser. Und dein Mund hat Zeit, die Wörter richtig zu formen. Der Mund braucht Zeit, wie ein Anfänger beim Tanzen. Erst langsam, Schritt für Schritt. Und dann, irgendwann, kommt die Musik von allein. Und du tanzt schnell, ohne nachzudenken. Schön gesagt, aber am Anfang langsam, ganz ohne Eile. Ohne Eile. Und noch was, Lena, das ist mir wichtig. Die Pausen. Die Pausen? Ja. Wenn dir ein Wort fehlt, mach einfach eine Pause. Sag nicht sofort Deutsch und dann ein englisches Wort. Oh, das machen viele. Sie mischen. So viele. Und der Mund gewöhnt sich dran. Er wartet gar nicht mehr auf das deutsche Wort. Also lieber eine Pause und dann das Wort auf Deutsch suchen. Lieber kurz still sein. Und dann kommt es. Fast immer kommt es. Der Kopf braucht nur einen Moment. Eine kurze Stille ist okay. Das müssen die Leute hören. Stille ist nicht peinlich. Stille ist nicht peinlich. Auch Deutsche machen Pausen. Warte mal. Das ist ganz normal. Stimmt. Deutsche sagen dauernd, also dürfen wir das auch. Natürlich dürfen wir das. Ein auf Deutsch ist besser als ein perfekter Satz auf Englisch. Das ist ein guter Satz. Ein, auf Deutsch ist ein Sieg. Alles ist ein Sieg heute. Aber es stimmt ja. Kleine Siege jeden Tag. So wächst das. So wächst das, ja. Und weißt du was? Heute hast du schon geübt. Beim Zuhören übt dein Kopf schon mit. Genau. Also mach jetzt eine Sache. Nur eine. Sag einen deutschen Satz laut. Egal welchen. Egal, ob er perfekt ist. Sag ihn einfach. Dein Mund muss das Deutsch fühlen. Trainiere deinen Mund. Jeden Tag ein bisschen. Das war heute unser ganzes Thema. Und es ist so einfach. Kein Buch, keine App. Nur du und deine Stimme. Wirklich. Weißt du, ich bin richtig zufrieden heute. Ich glaube, das war eine gute Folge. Und nicht wegen uns. Sondern wegen euch. Wegen der Menschen, die zuhören. Ihr macht das. Ihr traut euch. Das ist stark. Das ist stark. Danke, dass ihr da wart. Bis zu diesem letzten Satz. Das freut mich echt. Mich auch. Es war schön mit dir, Jonas. Und schön mit euch allen. Wenn dir das gefallen hat, dann abonniere den Kanal. So bleiben wir in Kontakt. Und jetzt geh raus und sprich. Ein Satz. Los. Bis bald, ihr Lieben. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss zusammen. Und denkt dran, ein auf Deutsch ist schon ein Sieg.